Heute möchte ich euch mal 10 Brecher zeigen. Richtig schön 10 geile Brecherdüfte, die ja steil gehen. Ich finde sie einfach nice. Sie sind stark. Ich finde die DNA cool. Sind ja von der Haltbarkeit, CH brauchen wir gar nicht reden. Sie sind stark. Sind absolute Brecher. Also bis gleich. Willkommen zurück, Freunde. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Freakenstock aus Hamburg. So, jetzt haben wir den ersten Raja Parfüms mit Amber Oud. Ja, und das ist einfach ein Brecher, weil die DNA so genial ist. So schön öliges Amber, balsamisch, ölig, dunkel, dann doch wieder frisch, hell, leicht, minimal süßlich, natürlich perfekt zusammengefügt. Und der Duft verändert sich alle Viertelstunde irgendwie. Habt ihr immer was anderes in der Nase. Ein sehr teurer Duft, aber da habt ihr wirklich Qualität. Wenn ihr ein bisschen Geld über habt, wenn ihr Bock habt, mal was oder auf irgendeinen geilen Duft zu sparen, was auch immer, dann bitte, ja, hier, Raja Parfüms, Amber Oud. Also das ist wirklich, wenn ich den trage, da fühlt man sich allgemein so umhüllt von diesem balsamischen Amber, meiner Meinung nach, balsamischen, das passt einfach, der ist so genial gemacht. Bitte aufpassen, hier, ihr seht, bitte aufpassen bei hellen Klamotten, da geht das nicht so gut, aber die Handarbeit, ihr merkt einfach von Raja Darf ist immer wieder Qualität von allerfeinsten. Geiler Duft. Dann kommt der nächste von Mancera und das ist der Red Tabaco. Red Tabaco. Yes, das ist ein Tabakduft mit Safran, vielen Gewürzen, warm, anschmiegsam, aber aufs Maul, Freunde. Absolut aufs Maul. Wirklich stark, wirklich ein, der bricht Wände durch. Auf jeden Fall, der geht wirklich durch Wände. Der ist wirklich so stark auf den Klamotten. Selbst wenn ihr den, also man merkt an derselben Stelle, wenn ihr eure Klamotten in der Waschmaschine hattet, danach, also er ist fast noch wahrnehmbar. Das ist wirklich ein sehr starker Duft. Und das ist das Eau de Parfum. Es gibt noch, welche Version? Die hatte ich tatsächlich mal. Wie heißt die nochmal? Die zweite Version. Ich finde aber, dass die, ich sag zweite Version, weil ich da gerade nicht drauf komme. Aber die finde ich besser. Ich habe die wieder abgegeben. Macht keinen Sinn. Sind sich sehr ähnlich, nur dass die neue Version weicher ist. Vielleicht ist sie insgesamt mehr abgerundet, weil sie nicht so harsch ist, aber mir gefällt einfach Red Tabaco aufs Maul. Red Tabaco muss harsch sein und geil. Geiler Duft. Dann kommt der nächste von Swiss Arabian. Das ist der Shakaf Oud Aswad. Ja. Und da habt ihr Oud, natürlich kein echtes Oud, aber Oud mit schön, ja, Rose, sehr starker, präsenter Rose, die leicht süßlich im Background ist, kostet nicht viel, wenn man sich überlegt, glaube ich, 35 € ungefähr, so den Drehs kann mal mehr, mal weniger sein. Sehr gute Haltbarkeit von 9 Stunden, das kommt gut. Wer also dieses schon, na, Haarspray-Rose würde ich nicht sagen, ja, vielleicht in die Richtung, aber dann was Weiches und dann ein bisschen Oud, was heißt bisschen, schon vielleicht für Leute, die nicht so viel Oud riechen oder haben und gar nicht, ein bisschen mehr Oud, dann ist das schon sehr nice, so ein bisschen Lack-Style, so im Background riecht das so ein bisschen. Also ich finde, der Shakaf Oud Aswad ist wirklich gut geworden. Für den Preis ist das wirklich ein geiler gemachter Duft, aber diese ganze Reihe hier, Shakaf Oud Reihe, ist wirklich gut. Die ist wirklich gut gemacht, wenn man sich überlegt, was man dafür ausgibt und ein schöner Flakon und hält gut und kommt gut an, obwohl es Oud Rose ist. Oud Rose Kombi gibt es viel. Natürlich, qualitätmäßig gibt es vielleicht bessere, aber für den Preis, ne, ist die Qualität wirklich bombastisch gut. Dann kommen wir zu einem sehr frischen Duft. Ja, Simone Andreoli Oceans of the Midnight Moon. So, hier, das ist, und der ist stark und ja, das ist einfach, der ist da, der ist präsent, obwohl es ein frischer Duft ist, aber der kommt wirklich so gut an und ich finde ihn so geil. Ich mache dieses aquatische, Ozonartige und mit Bergamotte, aber da ist auch Moosiges drin. Ihr habt so ein bisschen so eine Verwandtschaft, um das mal einzuordnen. Vielleicht ist das hier so der Y Eau de Parfum aus der Nischenwelt
nur maskuliner gemacht, nicht so synthetisch logischerweise und so weiter. Und der strahlt aus, der kommt gut an. Für andere ist der sehr stark und das für einen geilen, maritim, kann man auch sagen, glaube ich, aquatischen Duft, der dazu ein bisschen was Blaues, was Frisches, Duschgelartiges hat. Und Ocean of the Midnight Moon. Also wenn man sich den Namen so betrachtet und das Bild auch kennt, muss ich schon sagen, passt das. Der ist wirklich gut. Ich finde so und so, muss ich wirklich sagen, irgendwie so langsam. Ich habe ja jetzt inzwischen einige, dass Simone Andreoli, diese Düfte gefallen mir. Die gefallen mir wirklich, weil die hier sind abwechslungsreich, sie sind nicht überladen, selbst trotzdem da und haben eine DNA, die auch gut ankommt und die wirklich überall tragbar ist. Meiner Meinung nach wirklich. Ne? Man kennt das so aus dieser Weißbomb, glaube ich, der ist ein sehr guter Kirschstoff zum Beispiel auch. Ne? Oder Malibu, Party in the Bay. Absolut geiles Karibik-Feeling-Parfüm. Nice. Und jetzt hier Ocean of the Midnight Moon kommt auch sehr nice. Unbedingt mal testen, Freunde. Dann als nächstes Nefs von die Chanel. Also das ist einer der schönsten Safran-Düfte. Teuer, ja, wissen wir, aber auch geil. Der ist wie mit den Roja Darf, der wechselt so alle 10 Viertelstunde, ist der irgendwie anders. Und hier geht's einfach für mich, ja, für mich ist das einfach ein Safran-Duft. Ja, aber Safran hier nicht ein auf Dings hier, Baccarat Rouge, nein, sondern wirklich ganz andere Liga. Baccarat Rouge, wissen wir, ist zu viel, wie Aventus geworden. Jeder trägt den Duft oder Nachbauten. Ich mache ihn trotzdem noch. Beide Versionen von Baccarat Rouge habe ich auch hier. Aber das ist eine andere Liga. Das ist einfach dieses Würzige, den komplett Safran und kein Zuckerwatten-Style, so wie bei Baccarat Rouge zum Beispiel. Und das macht diesen Duft einfach genial und also es ist ein richtiger Business-Duft auch. Obwohl er präsent ist, ist das ein Business-Duft. Ich meine, für 500 €, 50 ml sollte das auch wirklich so sein. Und wirklich richtig, für mich von der Brand, der Beste. Und ich glaube, es wird auch einfach der Beste bleiben. Dann kommen wir zu den nächsten. Und das ist ein Duft, ich sage immer so, dieser Jupiter-Duft. Man kann den eigentlich schwer beschreiben. Auch das ist ein Safran-Duft, in Anführungsstrichen Ganymede. Aber Ganymede ist ihr sprüht so einmal, das reicht, ihr geht raus und dieser Duft ist wieder, ist ja Quatsch, das immer zu sagen. Keiner von uns war in Weltall, wird aber wahrscheinlich auch nie hinkommen. Aber es ist Leder, Safran, metallisch, aber nicht metallisch so wie von Parfüms de Mali. Komme ich jetzt nicht drauf, Mann, was ist denn heute los, Mann? Sonst geht das doch alles. Pegasus, nein, ganz anders, ganz schwer zu beschreiben, so luftig, trotzdem so stickig, präsent, wirklich geiler Duft, wirklich geiler Duft, der wirklich gut ankommt, der bei manchen allerdings, ob du ihn selber trägst oder nur neben einem, auch Kopfschmerzen verursachen könnte, wirklich. Das ist so ein stickiger Duft, der trotzdem nice ist. Ganz schwer zu sprechen. Ihr müsst Ganymede unbedingt mal testen und sprüht den auf, holt euch eine Probe, whatever und geht erstmal mit denen. Nicht gleich verurteilen. Ganymede muss man mal getestet haben. Dann als nächstes kommt wirklich auch also Chanel Le Parfum sagen. Bevor ich rumlaber. Le Parfum, einfach das Shalimar für den Mann. Hier habt ihr was. Ja, hier die tiefe, dunkle Vanille. Nur hier das ist Shalimar in männlich und präsent, ganz stark präsent. Einfach geiler Duft. Und wenn ihr mal einen richtig geilen Chanel haben wollt, das ist jetzt auch ein bisschen blöde gesagt, weil Chanel hat schon gute Düfte. Ne? Aber nur der letzte Brecher oder wo sie ihn groß mit gepunktet haben, war blöde Chanel. Nur hier diese andere Line, die teurer ist, die müsst ihr unbedingt mal testen. Also vor allen Dingen Le Leon. Und die meisten Männer mögen Shalimar von Guerlain, wie ich mal so schon sagen, von Guerlain. Und das ist einer der besten Vanilledüfte. Punkt. So, habe ich auch sogar, weil Männer viele den tragen. Viele den tragen. Weil Männer viel den tragen. So, aber hier habt ihr das in Maskulin. Wirklich in Maskulin. Solltet ihr mal ausprobieren. Le Parfum. Gibt es allerdings nur direkt bei Chanel. Also müsst ihr irgendwie einen anderen Duft kaufen. Vielleicht mal eine Probe mit ordern. Dann solltet ihr den mal testen. Dann als nächstes, ja, den Bergamasque von Ordo Parisi. Es ist einfach so ein Brecher. Ich finde den geil.
Das gibt nicht so viele, die den gut finden, weil er einfach too much ist, obwohl er ein frischer Bergamottenduft ist. Aber die Bergamotte und der Moschus machen das einfach. Das knallt ohne Ende. Das ist wirklich ein Punch in the face. Und es ist geil. Ich finde die Idee, ich sprühe den jetzt auch mal hier. Komm, wir sprühen. Und ich finde das geil. Ich finde den wirklich geil. Aber das ist ein Monster. Das ist wirklich ein Monster. Und der, selbst wenn ihr könnt den überdosieren, weil ihr denkt, ach, der ist ja gar nicht so stark. Mann, geht mal durch eine Einkaufspassage. Ihr werdet den riechen, wenn ihr, oder eure Freunde werden euch riechen, obwohl ihr gar nicht mehr zu sehen seid. Das ist wirklich so ein Duft. Also bitte Vorsicht. Bergamas kann vielen auf den Sack gehen, aber es ist ein geiler Duft. Dann haben wir tatsächlich einen Tom Ford Black Liquor. Ja, der neue Tom Ford. Dunkel, mystisch, ölig und Lackierung. Also Lack ist hier wirklich drin. Geiler Flakon. Ich finde den Duft gut. Rauchig, männlich, maskulin. Das muss man auch mögen. Auch er ist präsent, er ist nice. Natürlich jetzt es ist, was heißt Bismut nicht, aber er ist schon lange da und überhaupt an der Sillage ist er auch präsent. Mir gefällt diese DNA. Das ist einfach mal wieder Tom Ford, so wie man ihn kannte früher. Und nicht irgendwie dieses weichgespülte oder ein Duft, der so viel Geld kostet und nur 2 Stunden hält, sondern das ist wirklich nice. Jetzt wissen wir ja, dass Dings rauskommt. Dings ist natürlich ein geiler Begriff. F. Fabulous als Parfüm. Allerdings nicht für den Preis. Also der soll in Amerika $600 kosten oder so. Ich meine, dann ganz ehrlich, bei Tom Ford, dann mache ich sogar und sage, no way. Aber bleiben wir beim Black Liquor. Wenn ihr was Lack, so eine Art Lack haben wollt mit rauchig und dunkel, mystisch, dann holt euch den mal. So, und zum Schluss kommt was ganz Spezielles und das ist natürlich von Francesca Bianchi. Ja, das kann nur speziell werden und das ist Sex and the Sea Neroli. Also, ein Duft, der auch schwer zu beschreiben ist wie der Ganymed, finde ich, oder bin ich der Meinung, auch wenn man Neroli, ja, hier ist Neroli drin, aber das ist kein typischer Neroli-Duft, sondern ein animalischer Neroli-Duft, der dunkel, bisschen pipi-warm ist, geil gemacht, für mich auch vielleicht sehr würzig, trocken, Holz und so ein Holzspan, so richtig trocken gemacht, geile Arbeit. Ölig, müsst ihr aufpassen. Ja, den lassen wir so stehen. Ihr habt es gehört, mehr muss man da nicht zu sagen, weil normalerweise sagt man, oder braucht man nicht viel sagen zu einem Neroli-Duft. Neroli ist Neroli. Entweder macht man diesen Kram oder nicht. Viele sagen, das ist ein Oma-Duft oder 4711 Kölnisch Wasser ist ja auch ein Neroli-Duft, aber das ist ja die Mutter der Neroli-Düfte. Aber das ist mal ganz anders. Also wenn ihr mal wirklich einen komplett anderen Neroli-Duft ausprobieren wollt, dann Francesca Bianchi Sex and the Sea Neroli. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, aber sehr speziell, denn das macht nicht jeder. Und Neroli ist wirklich so in the background, also deswegen schwierig. So, schauen wir runter, habt ihr ja so richtige Kracher, spezielle Dinger und die richtig speziell Unkracher sind und so weiter. Das nice, schreibt mal runter. Grüße gerne aus an meine Mitglieder und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.